Lektion 1. Die Versuchung des Online-Shoppings. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, für eine Weile auf Online-Einkäufe zu verzichten? Das ist eine interessante Idee. Es kann so verlockend sein, vor allem bei all den Ausverkäufen und Werbeaktionen. Genau, es ist so einfach, darauf zu klicken und zu kaufen, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich Dinge, die ich gar nicht brauchte. Ebenfalls, ich werde oft durch Werbung oder Empfehlungen abgelenkt. Rechts. Außerdem macht es die Bequemlichkeit schwer, Widerstand zu leisten. Sie können jederzeit und überall einkaufen. Wahr, aber es führt manchmal zu Spontankeifen, die unser Budget belasten können. Absolut. Ich versuche in letzter Zeit, bei meinen Einkäufen aufmerksamer zu sein. Das ist ein toller Ansatz. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Einkaufslimit festzulegen? Ja, ich fing an, eine Liste mit dem zu führen, was ich tatsächlich benötige, bevor ich einkaufe. Das ist klug. Es hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und unnötige Dinge zu vermeiden. Genau. Ich finde auch, dass das Einkaufen in physischen Geschäften zufriedenstellender sein kann. Ich stimme zu. Es ist schön, die Produkte persönlich zu sehen und vor dem Kauf darüber nachzudenken. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, neue Dinge zu erkunden und zu entdecken, die Sie online möglicherweise nicht finden. Definitiv. Und Sie können lokale Unternehmen unterstützen, was immer eine gute Sache ist. Genau. Ich denke, wir sollten bald einen gemeinsamen Einkaufstag planen, keine Online-Ablenkungen. Das klingt nach einer lustigen Idee. Machen wir einen Tag zum Entdecken und Genießen des Einkaufens auf die altmodische Art. Lektion 2. Reisegeldangelegenheiten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich auf Reisen mit Geld umgehen kann. Das ist eine kluge Idee. Ja, die meisten Orte akzeptieren Kreditkarten, einige erheben jedoch möglicherweise eine Gebühr für Auslandstransaktionen. Genau, diese Gebühren können sich schnell summieren. Haben Sie Möglichkeiten gefunden, sie zu vermeiden? Normalerweise suche ich nach Kreditkarten, bei denen keine Gebühren für Auslandstransaktionen anfallen. Es spart mir viel Geld. Das ist ein toller Tipp. Ich sollte auf jeden Fall darüber nachdenken, mir eine dieser Karten zuzulegen. Definitiv. Außerdem ist es sinnvoll, Ihre Bank vor Reiseantritt zu informieren, damit Ihre Karte nicht eingefroren wird. Ja, nichts ist schlimmer, als ohne Zugriff auf Ihr Geld gestrandet zu sein. Ist Ihnen das schon einmal passiert? Zum Glück nein. Aber ich habe Geschichten von Reisenden gehört, die mit diesem Problem konfrontiert waren. Es ist so stressig. Ich kann es mir vorstellen. Tragen Sie normalerweise auch Bargeld bei sich? Ja, das tue ich. Dies ist hilfreich für Orte, an denen keine Karten akzeptiert werden, beispielsweise auf lokalen Märkten oder in kleinen Restaurants. Das ist eine kluge Strategie. Ich vergesse oft, vor der Abreise Bargeld abzuheben. Es ist leicht zu übersehen. Ich empfehle, bei Ihrer Ankunft etwas Landeswährung mitzunehmen. Gute Idee. So bin ich auf jede Situation vorbereitet. Wie budgetieren Sie auf Reisen am liebsten? Ich plane meine Ausgaben gerne im Voraus und behalte den Überblick über meine Ausgaben.
Es hilft mir, mein Budget einzuhalten. Das klingt effektiv. Ich sollte damit auch anfangen, insbesondere was Essen und Aktivitäten betrifft. Ja, es macht einen großen Unterschied, wie sehr Sie Ihre Reise genießen. Lassen Sie uns vor unserem nächsten Abenteuer Budgettipps teilen. Absolut. Ich würde gerne Ideen austauschen und unsere Reisen noch besser machen. Lektion 3: Teamgeist. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, Erfolge als Team zu feiern. Absolut. Die Anerkennung und Wertschätzung der Beiträge jedes Einzelnen kann die Arbeitsmoral wirklich stärken. Es macht einen großen Unterschied. Wenn sich Teammitglieder wertgeschätzt fühlen, sind sie motivierter, gute Leistungen zu erbringen. Ja, Feiern können so einfach sein wie ein Grußwort in einer Besprechung oder einem kleinen Teamtreffen. Genau. Ich liebe die Idee, ein Team-Highlight-Board zu erstellen und die Erfolge aller zu präsentieren. Das ist eine fantastische Idee. Es würde alle daran erinnern, was wir gemeinsam erreicht haben. Darüber hinaus fördert es die Zusammenarbeit und Teamarbeit. Wenn Menschen sehen, dass ihre Bemühungen anerkannt werden, fühlen sie sich verbundener. Wahr. Es fördert eine positive Atmosphäre, in der jeder sein Bestes geben möchte. Haben Sie schon einmal an einer Teambuilding-Aktivität teilgenommen, die die Moral wirklich gestärkt hat? Ja, wir hatten einmal einen Teamretreat, der sich auf Aktivitäten zur Problemlösung konzentrierte. Es war sowohl lustig als auch aufschlussreich. Das hört sich großartig an. Teambuilding-Übungen können helfen, Barrieren abzubauen und die Kommunikation zu verbessern. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel wohler die Menschen miteinander umgehen. Ich denke, dass regelmäßige Check-ins und Feedback-Gespräche auch den Teamgeist stärken können. Definitiv. Es hält alle auf dem gleichen Stand und ermöglicht eine offene Kommunikation. Lassen Sie uns ein paar Ideen sammeln, um die Moral unseres Teams zu stärken. Ich würde gerne Ihre Gedanken hören. Lektion 4: Touristenfallen. Hallo Anna, ich habe in der Vergangenheit über Beschwerden von Reisenden gelesen. Oh, was für Beschwerden. Damals gab es viele Beschwerden über Betrügereien und Schwindel. Das ist interessant. Es scheint, als gäbe es heute ähnliche Beschwerden über Touristenfallen und hohe Preise. Genau, Touristen zahlen für die gleichen Erlebnisse oft viel mehr als Einheimische. Das nervt. Ich denke, dass einige Orte den Mangel an Wissen der Touristen ausnutzen. Absolut. Sind Sie auf Reisen schon einmal auf eine Touristenfalle gestoßen? Ja, das habe ich. Ich habe einmal einen beliebten Markt besucht, auf dem alles überteuert war. Es war enttäuschend. Das ist bedauerlich. Es ist immer besser, authentische und preisgünstige Optionen zu finden. Ich stimme zu. Eine frühzeitige Recherche kann wirklich dabei helfen, solche Situationen zu vermeiden. Definitiv. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, verborgene Schätze zu entdecken, indem man die Einheimischen nach Empfehlungen fragt. Ja, Einheimische kennen oft die besten Orte, die nicht in Reiseführern aufgeführt sind.
Was ist Ihre Strategie, um gute Orte zu finden? Normalerweise schaue ich mir Online-Bewertungen und Reiseblogs an. Sie liefern oft ehrliche Einblicke. Das ist ein kluger Ansatz. Ich nutze auch gerne Social-Media-Plattformen, um Echtzeiterlebnisse zu sehen. Genau. Es ist faszinierend, wie Technologie unsere Reiseerlebnisse verbessern kann. Sicher. Lassen Sie uns einen Pakt schließen, um unsere Reisetipps immer miteinander zu teilen. Absolut. So können wir uns gegenseitig helfen, in Zukunft Touristenfallen zu vermeiden. Lektion 5. Neue Entdeckungen. Hallo Anna, ich habe beschlossen, eine neue Müsli-Marke auszuprobieren, die meinem üblichen ähnelt. Das ist interessant. Warum haben Sie sich für diese Marke entschieden? Die Verpackung fiel mir ins Auge und die Zutaten schienen gesund zu sein. Ich hoffe, dass es genauso lecker wird. Ich liebe es, neue Produkte auszuprobieren. Manchmal findet man versteckte Schätze, die man nicht erwarten würde. Genau. Haben Sie jemals eine Marke entdeckt, die Sie am Ende geliebt hat? Ja, ich habe einmal eine neue Joghurtmarke probiert und sie hatte die cremigste Konsistenz und einen köstlichen Geschmack. Das hört sich köstlich an. Ich bin immer auf der Suche nach guten Joghurtoptionen. Welchen Geschmack hast du probiert? Ich habe Mango probiert. Es war so erfrischend. Ich denke, sie haben auch einen Passionsfruchtgeschmack. Lecker, das muss ich suchen. Es ist großartig, wenn Marken einzigartige Geschmacksrichtungen anbieten, die auffallen. Sicher. Es macht das Frühstück spannender. Haben Sie eine Lieblingsmüsli-Geschmacksrichtung? Ich liebe alles mit Mandeln und Honig. Es gibt eine schöne Knusprigkeit und Süße. Das klingt herrlich. Normalerweise bevorzuge ich fruchtige Cerealien. Sie sorgen dafür, dass sich meine Morgen heller anfühlen. Das kann ich sehen. Obst sorgt für eine erfrischende Note. Mischen Sie jemals Müsli? Gelegentlich. Durch das Mischen verschiedener Cerealien können unterhaltsame Texturen und Geschmacksrichtungen entstehen. Das sollte ich versuchen. Es könnte eine großartige Möglichkeit sein, mit dem zu experimentieren, was mir gefällt. Definitiv. Lasst uns beim nächsten Mal Ideen über unsere liebsten Frühstückskombinationen austauschen. Das würde mir gefallen. Es wird Spaß machen, gemeinsam neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Lektion 6. Wildwestgeschichten. Hallo Anna. Ich habe über Cowboys im Wilden Westen und ihre verrückten Possen nach dem Zahltag gelesen. Oh, das klingt faszinierend. Was hast du herausgefunden? Anscheinend tobten Cowboys, die gerade ihr Gehalt erhalten hatten, und feierten ihren Verdienst in Saloons. Ich kann es mir vorstellen. Es muss eine ziemlich lebhafte Szene mit Musik und Tanz gewesen sein. Genau, aber es führte oft zu Ärger. Hier kamen Gesetzeshüter wie Sheriff Wild Bill Hickok ins Spiel. Er war ein echter Charakter. Ich habe gehört, dass er dabei geholfen hat, Städte wie Abilene zu zähmen. Ja, er brachte Ordnung in das Chaos, musste sich aber regelmäßig mit rüpelhaften Cowboys auseinandersetzen.
Es ist unglaublich, wie eine Person in einem gesetzlosen Umfeld einen solchen Unterschied bewirken kann. Absolut. Sein Ruf als Revolverheld ließ die Leute zweimal darüber nachdenken, bevor er Ärger machte. Hatte er wirklich berühmte Schießereien? Ich habe viele Geschichten über ihn gehört. Er hat es getan. Eine seiner berühmtesten Schießereien fand in Deadwood statt, was zu seinem legendären Status beitrug. Das ist erstaunlich. Der Wilde Westen hat so viele spannende Geschichten zu bieten. Was reizt Ihrer Meinung nach die Menschen zu dieser Zeit? Ich denke, es ist die Kombination aus Abenteuer, Risiko und dem Kampf ums Überleben. Es ist faszinierend. Ich stimme zu. Darüber hinaus verleiht die Idee von Cowboys und Gesetzlosen der Geschichte ein romantisches Element. Definitiv. Lassen Sie uns weitere Geschichten aus dieser Zeit erkunden. Es gibt so viel zu lernen und zu genießen. Lektion 7. Frühstücksfavoriten. Morgen, Anna, was ist dein Lieblingsfrühstück? Ich liebe Pfannkuchen mit Ahornsirup. Sie sind so köstlich und beruhigend. Das klingt erstaunlich. Fügen Sie Ihren Pfannkuchen etwas Besonderes hinzu? Manchmal füge ich für den besonderen Leckerbissen Blaubeeren oder Schokoladenstückchen hinzu. Was ist mit dir? Ich bin ein großer Fan von Avocado-Toast. Es ist gesund und sättigend. Das ist eine tolle Wahl. Ich habe in letzter Zeit so viele Variationen von Avocado-Toast gesehen. Ja, manche Leute garnieren es mit pochierten Eiern oder Radieschen. Es geht um Kreativität. Definitiv. Ich liebe es, mit verschiedenen Toppings zu experimentieren. Haben Sie schon einmal versucht, Pfannkuchen selbst zuzubereiten? Ich habe. Es macht wirklich Spaß und sie schmecken viel besser als im Laden gekaufte. Ich stimme zu. Außerdem können Sie die Zutaten kontrollieren. Welches Rezept verwenden Sie? Normalerweise folge ich einem einfachen Rezept mit Mehl, Eiern, Milch und etwas Backpulver. Das hört sich ganz einfach an. Ich sollte auch versuchen, sie von Grund auf neu zu machen. Du solltest. Es ist ein toller Start in den Tag. Was trinkst du zum Frühstück? Normalerweise trinke ich eine Tasse Kaffee oder frischen Orangensaft. Und du? Ich liebe eine gute Tasse Kräutertee. Es ist beruhigend und erfrischend. Das ist herrlich. Vielleicht können wir uns bald zum Frühstück verabreden und unsere Favoriten teilen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Lass es uns planen. Lektion 8. Roadtrip nach Cape Cod. Hey Anna, wir fahren dieses Wochenende nach Cape Cod. Das klingt erstaunlich. Ich habe gehört, dass die Aussicht auf das Meer dort atemberaubend ist. Das sind sie wirklich. Ich bin so gespannt darauf, die Küste zu sehen und die Strände zu genießen. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn, die Sie besuchen möchten? Ich möchte mir unbedingt den Leuchtturm von Nauset Light ansehen. Es ist malerisch. Das ist eine tolle Wahl. Ich habe Fotos gesehen und es sieht atemberaubend aus, besonders bei Sonnenaufgang. Ich stimme zu.
Außerdem würde ich gerne frische Meeresfrüchte probieren, während wir dort sind. Ja, Cape COD ist berühmt für seine Muschelsuppe und Hummerbrötchen. Hast du sie schon einmal probiert? Das habe ich und sie sind köstlich. Ich kann es kaum erwarten, die lokale Küche zu genießen. Das klingt nach einem perfekten Kurzurlaub. Planen Sie neben dem Strandvergnügen noch andere Aktivitäten? Ich würde gerne Kajak fahren oder vielleicht eine Radtour entlang der malerischen Wege unternehmen. Das würde so viel Spaß machen. Das Erkunden der Natur ist der schönste Teil einer Reise wie dieser. Genau. Außerdem möchte ich viele Fotos machen, um die Erinnerungen festzuhalten. Definitiv. Sie möchten all die schönen Momente dokumentieren. Lasst uns eines Tages gemeinsam einen Roadtrip planen. Ich würde die Erfahrung gerne mit Ihnen teilen. Lektion 9. Pläne nach der Wanderung. Hey Anna, nach der Wanderung können wir in diesem neuen Café in der Innenstadt zu Mittag essen. Das hört sich gut an. Ich habe gehört, dass es dort tolle Sandwiches und frische Salate gibt. Ja, ich freue mich darauf, Ihren Avocado-Toast zu probieren. Auf den Fotos sieht es köstlich aus. Ich habe diese Bilder auch gesehen. Sie wissen wirklich, wie Sie Ihr Essen präsentieren. Genau. Außerdem liebe ich die Verwendung lokaler Zutaten. Es ist immer schön, lokale Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Dadurch fühlt sich das kulinarische Erlebnis authentischer an. Wissen Sie, wann wir die Wanderung beenden werden? Ich denke, wir sollten versuchen, gegen Mittag fertig zu sein. So können wir dem Andrang beim Mittagessen entgehen. Gute Idee. Ich hasse es, in langen Schlangen zu warten. Es verdirbt den Appetit. Sicher, gibt es noch andere Gerichte, die Sie im Café probieren möchten? Ich bin von Ihren Smoothie Bowls verführt. Sie sehen nach einer Wanderung erfrischend und perfekt aus. Das ist eine tolle Wahl. Eine Smoothie Bowl klingt nach der idealen Art, neue Energie zu tanken. Ja, ich denke, wir werden eine wundervolle Zeit haben. Bringst du Snacks für die Wanderung mit? Ich habe vor, etwas Studentenfutter und Energieriegel mitzubringen. Sie sind super praktisch. Perfekt. Ich werde etwas Obst und Wasser einpacken. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist der Schlüssel. Definitiv. Stellen wir sicher, dass wir alles für unser Abenteuer bereit haben. Lektion 10. Zusammenarbeit verbessern. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wir unsere Zusammenarbeit bei dem Projekt verbessern könnten. Das hört sich großartig an. Was haben Sie vor? Wenn wir ein Projektmanagement-Tool nutzen, könnten wir Aufgaben effektiver verteilen und Fristen festlegen. Ich liebe diese Idee. Welches Tool erwägen Sie? Ich habe Gutes über Trello gehört. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und hilft bei der Visualisierung von Aufgaben. Trello ist eine gute Wahl. Mir gefällt, wie man Aufgaben einfach zwischen verschiedenen Phasen verschieben kann. Genau. Es sorgt für Ordnung und macht deutlich, wer wofür verantwortlich ist.
Außerdem können wir Kommentare und Aktualisierungen hinzufügen, was den Kommunikationsfluss aufrechterhält. Rechts. So verpassen wir keine wichtigen Details und alle bleiben auf dem gleichen Stand. Ich schätze auch, dass es auf mobilen Geräten zugänglich ist. Wir können es unterwegs aktualisieren. Definitiv. Flexibilität ist der Schlüssel, insbesondere wenn wir einen vollen Terminkalender haben. Haben Sie schon einmal ähnliche Tools verwendet? Ich habe Asana verwendet und fand es hilfreich, aber ich denke, Trello könnte unseren Anforderungen besser entsprechen. Das macht Sinn. Jedes Werkzeug hat seine Stärken. Meinen Sie, wir sollten eine Demo veranstalten? Tolle Idee. Wir können seine Funktionen gemeinsam erkunden und sehen, wie es zu unserem Arbeitsablauf passt. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Dies könnte unsere Produktivität wirklich steigern. Absolut. Ich freue mich auf eine effizientere Zusammenarbeit mit Ihnen. Lektion 11. Reisepläne. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, nächsten Monat eine Reise zu machen. Das klingt spannend. Wohin willst du gehen? Ich denke darüber nach, die Berge zu besuchen, um etwas zu wandern und frische Luft zu schnappen. Das ist ein perfekter Kurzurlaub. Die Berge sind so erfrischend. Haben Sie einen bestimmten Standort im Sinn? Ja, ich denke an die Rocky Mountains. Ich habe gehört, die Landschaft sei atemberaubend. Das ist es wirklich. Außerdem gibt es so viele Wanderwege zu erkunden. Planen Sie zu campen oder in einer Hütte zu übernachten. Ich tendiere zum Camping. Es fühlt sich abenteuerlicher und näher an der Natur an. Camping ist eine gute Wahl. Haben Sie schon einmal gecampt? Das habe ich, aber es ist schon eine Weile her. Ich muss meine Packliste aktualisieren. Es ist immer gut, noch einmal nachzuschauen. Welche wesentlichen Dinge werden Sie Ihrer Meinung nach mitbringen? Auf jeden Fall ein gutes Zelt, Schlafsack und reichlich Essen. Oh, und ein Erste-Hilfe-Kasten. Kluges Denken. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein. Welche Aktivitäten möchten Sie während Ihres Aufenthalts unternehmen? Ich möchte wandern, vielleicht angeln gehen und auf jeden Fall viele Fotos machen. Das klingt nach einer perfekten Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Es hat etwas Magisches, in den Bergen zu sein. Ich stimme zu. Die Natur hat die Möglichkeit, unseren Geist wieder aufzuladen. Lasst uns eines Tages eine gemeinsame Reise planen. Das wäre großartig. Ich würde diese Erfahrung gerne mit Ihnen teilen. Lektion 12. Anzüge kaufen. Hallo Anna, ich habe gestern ein Herrenbekleidungsgeschäft besucht und es war wirklich interessant. Ach wirklich? Was hast du da gefunden? Es gab eine Abteilung mit maßgeschneiderten Anzügen, aber es gab auch bereits angefertigte Anzüge, die der Kunde auf Wunsch stattdessen kaufen konnte. Das ist praktisch. Manchmal kann das Anprobieren eines fertigen Anzugs viel Zeit sparen. Genau. Mir fiel auf, dass es eine Vielfalt an Stilen und Farben gab, was beeindruckend war. Hast du welche anprobiert?
Das habe ich. Ich habe einen dunkelblauen Anzug anprobiert und er passte perfekt. Dadurch fühlte ich mich sehr professionell. Das ist großartig. Ein gut sitzender Anzug kann Ihr Selbstvertrauen wirklich stärken. Sicher. Ich denke darüber nach, es für eine bevorstehende Veranstaltung zu kaufen. Das klingt nach einer tollen Idee. Haben Sie passendes Zubehör im Sinn? Ich dachte an ein klassisches weißes Hemd und eine schöne Krawatte. Vielleicht etwas mit einem subtilen Muster. Das würde scharf aussehen. Eine gemusterte Krawatte setzt eine schöne Note, ohne zu auffällig zu wirken. Genau. Ich habe auch einige stylische Schuhe gesehen, die perfekt zum Anzug passen würden. Schuhe können einen großen Unterschied im Gesamtbild machen. Hattest du Gelegenheit, welche anzuprobieren? Ja, ich habe ein paar Lederschuhe anprobiert und sie waren sehr bequem. Komfort ist der Schlüssel, insbesondere wenn Sie es über einen längeren Zeitraum tragen. Absolut. Ich freue mich darauf, mein Outfit bald fertigzustellen. Lektion 13. Abenteuer des Geistes. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie mir manchmal meine Fantasie einen Streich spielt. Wirklich. Das klingt faszinierend. Was hast du dir vorgestellt? Ich stellte mir vor, dass es in meinem Hinterhof alle möglichen fantastischen Kreaturen gäbe. Wow. Wie was? Ich würde gerne etwas über deine imaginären Freunde hören. Nun ja, da tänzelten Einhörner herum und Drachen schwebten am Himmel. Es fühlte sich so real an. Das ist erstaunlich. Ich denke, Fantasie ist ein wunderbarer Zufluchtsort. Es ermöglicht uns, grenzenlos zu erkunden. Genau. Bei langweiligen Meetings träume ich oft. Es ist wie ein Mini-Abenteuer. Das mache ich auch. Manchmal erfinde ich in meinem Kopf Geschichten über die Menschen um mich herum. Macht Spaß. Schreiben Sie diese Geschichten jemals auf? Ich habe es versucht, aber normalerweise vergesse ich die Details. Ich sollte anfangen, ein Notizbuch bei mir zu haben. Das ist eine tolle Idee. Schreiben kann dabei helfen, diese flüchtigen Momente der Kreativität festzuhalten. Ja, außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Schreibfähigkeiten zu entwickeln. Was regt Ihre Fantasie am meisten an? Ich denke, dass das Lesen von Fantasy-Büchern meine Fantasie wirklich anregt. Sie entführen mich in andere Welten. Ich stimme zu. Bücher können so viele Möglichkeiten eröffnen. Hast du ein Lieblingsbuch? Ja, ich liebe Der Hobbit. Es ist voller Abenteuer und fesselnder Charaktere. Das ist ein Klassiker. Mir gefällt, wie es Fantasie mit Themen wie Tapferkeit und Freundschaft verbindet. Absolut. Lasst uns einen Pakt schließen, um unsere fantasievollen Geschichten miteinander zu teilen. Lektion 14. Anpassung an Veränderungen. Hallo Anna, es hat meine ursprünglichen Pläne ein wenig durcheinander gebracht, aber ich habe es geschafft, das Beste daraus zu machen. Ach wirklich? Was ist passiert? Ich hatte einen Wochenendausflug geplant,
aber am Tag zuvor hatte mein Auto eine Panne. Das klingt frustrierend. Wie bist du damit umgegangen? Ich beschloss, zu Hause zu bleiben und stattdessen einige lokale Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Es war ein lustiges Abenteuer. Das ist eine tolle Einstellung. Manchmal können unerwartete Veränderungen zu neuen Erfahrungen führen. Genau. Ich besuchte einen nahegelegenen botanischen Garten, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war wunderschön. Das hört sich herrlich an. Ich liebe botanische Gärten. Sie sind so friedlich und voller Leben. Ja, ich habe Stunden damit verbracht, durch die verschiedenen Abschnitte zu schlendern und Fotos zu machen. Welcher Teil des Gartens hat Ihnen am besten gefallen? Der tropische Abschnitt war unglaublich. Die Farben und Düfte waren so lebendig. Ich kann es mir vorstellen. Haben Sie während Ihres Aufenthalts etwas Neues erfahren? Das habe ich. Ich lernte einige seltene Pflanzen kennen, von denen ich noch nie zuvor gehört hatte. Das ist faszinierend. Es ist immer schön, sein Wissen zu erweitern, auch während einer Planänderung. Absolut. Ich denke, ich werde es mir zum Ziel setzen, von nun an mehr lokale Orte zu erkunden. Das ist eine fantastische Idee. Um uns herum gibt es so viel zu entdecken. Sicher. Lasst uns irgendwann gemeinsam einen lokalen Erkundungstag planen. Lektion 15. Gesundheit und Genesung. Hallo Anna, meine Eltern müssen dafür sorgen, dass ich nach meiner Operation viel trinke. Oh nein, ich hoffe, es geht dir gut. Was für eine Operation hatten Sie? Mir wurden die Mandeln entfernt. Ich kann keine harten Lebensmittel essen, sonst schädigt es meinen Hals. Das klingt unangenehm. Welche Lebensmittel darf man dann essen? Weiche Lebensmittel wie Joghurt, Kartoffelpüree und Smoothies sind im Moment perfekt für mich. Das hört sich köstlich an. Smoothies sind eine großartige Möglichkeit, Nährstoffe ohne Beschwerden zu sich zu nehmen. Genau. Ich freue mich auch darauf, ein Eis zu probieren, sobald ich darf. Es wird ein schönes Vergnügen sein. Eis ist immer eine gute Wahl. Achte nur darauf, dass es nicht zu kalt ist. Guter Punkt. Ich muss vorsichtig sein. Gibt es andere weiche Lebensmittel, die Sie empfehlen? Wie wäre es mit Haferflocken? Es ist warm und beruhigend. Außerdem können Sie für den Geschmack Früchte hinzufügen. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe Haferflocken. Es hält mich satt, ohne meinen Hals zu reizen. Genau. Und Sie können es mit verschiedenen Toppings abwechseln. Haben Sie über Ihre Flüssigkeitszufuhr nachgedacht? Ja, meine Eltern sorgen dafür, dass ich viel Wasser und Kräutertees trinke. Das ist wichtig. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wird Ihnen bei der Genesung helfen. Absolut. Ich schätze Ihre Unterstützung. Es macht den Prozess viel einfacher. Sie werden in kürzester Zeit wieder zu Ihren normalen Lebensmitteln zurückkehren. Konzentrieren Sie sich einfach auf die Heilung. Danke, Anna. Ich werde es auf jeden Fall ruhig angehen lassen und vorerst meine weichen Speisen genießen. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonnieren, liken und teilen Sie unsere Videos und Kanäle.